Die vorletzten 90 Minuten in dieser Saison starten heute mit Wolfsburg gegen Hoffenheim. Also ein richtiges Kracherduell auf dem Freitagabend. Wie gesagt, wenn ihr nichts vorhabt, das müsst ihr unbedingt verpassen. Der VfL mit neuem Trainer für die letzten beiden Spiele. Der Trainer aus der U19, da die Wolfsburger letzte Woche in Dortmund 4-0 verloren haben. Krachende Niederlage. Absolut, ja, keine Chance gehabt und das hat sich ja so über die letzten Spiele hingezogen beim VfL. Wer neuer Trainer wird dann zur neuen Saison? Schreibt es mal in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer neuer Trainer beim VfL Wolfsburg wird? Scheint irgendwie gerade so in Mode zu sein, dass man kurz vor Saisonende seinen Trainer nochmal entlässt. Ne? Frag mal bei Wolfsburg nach, frag mal in Fürth nach, frag mal beim 1. FC Köln nach, die mitten im Aufstiegsrennen noch stecken. Haben jetzt Friedhelm Funkel wieder aus der Rente zurückgeholt. Also völlig crazy, was sich hier die Vereine jetzt leisten. Und Hoffenheim auf der anderen Seite auch ein verrücktes Spiel. 4:4 in Gladbach. Das kannst du auch wieder nicht vorhersagen. Wer tippt denn, dass Hoffenheim in Gladbach 4:4 spielt? Oder generell, dass das 4:4 ausgeht? Muss auch einen Dachschaden haben. Naja, was haben die Leute da für einen Dachschaden, die da hingehen? Wolfsburg-Hoffenheim. Ja, wird ein trostloses 1:1 oder holt Wolfsburg sich den Sieg? Ich mache jetzt mal Wolfsburg auf Sieg, weil neuer Trainer und so. Ihr wisst, die neue alte Regel. Vereine mit neuem Trainer gewinnen meistens ihr erstes Spiel in 7 von 10 Fällen. Wenn ich das tippe, geht das nie in Erfüllung. Aber ich tippe mal den VfL auf Sieg, weil ich denke, die haben trotzdem vom Kader her die besseren Spieler als Hoffenheim. Vielleicht nicht so überragend, aber Hoffenheim ist halt auch noch nicht ganz raus aus den Abstiegsrängen. Das wird auch nochmal richtig saftig, knaftig eng. Sehen wir am Ende nochmal, wenn wir auf die Tabelle gucken. Aber ich tippe Wolfsburg-Hoffenheim 2:1. Holstein Kiel am Samstag ist zu Hause gefordert gegen den SC Freiburg. Die Kieler haben in Augsburg 3:1 gewonnen, haben einen Elfmeter bekommen, den sie eigentlich gar nicht hätten bekommen dürfen. Die DFL hat natürlich wieder hinterher, da bringt es dann auch nichts mehr, dann gesagt, das war ein Fehler, da auf Elfmeter zu entscheiden, vor dem 1:0, glaube ich, war es, ne? Und dann haben die Kieler das einfach souverän, auch in Halbzeit 2 runtergespielt, 3:1 und haben wichtige Punkte gesammelt, weil Heidenheim auch nicht gewonnen hat, weil Bochum auch nicht gewonnen hat. Aber zu Hause gegen Freiburg, die letzte Woche gegen Leverkusen fast gewonnen hätten. 2:2 noch gespielt, haben sich in den letzten Minuten da den Schneid abkaufen lassen. Da geht es halt auch um die Champions League, Europa League. Die gucken auf Dortmund nebenbei, die spielen in Leverkusen. Mainz spielt unter anderem in Bochum, Bremen und Leipzig nehmen sich gegenseitig die Punkte. Es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr lang. Die Ziellinie ist eigentlich schon in Sicht. Noch zweimal 90 Minuten für jede Mannschaft und dann ja, ist es erstmal vorbei. Und ich würde, so aus dem Bauch raus würde ich für Holstein Kiel tippen, weil ich glaube, dass sie mit richtig viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein kommen. Die haben 4:3 gegen Gladbach gewonnen. Die haben in Augsburg gewonnen, wo man halt auch nicht einfach mal so gewinnt. Aber Freiburg hat halt auch gegen Leverkusen gut gespielt. Die wollen jetzt auch, klar, in die Champions League. Sie sind noch in der besseren Ausgangslage als Dortmund. Ja, wenn sie vorlegen, muss Dortmund halt auch nachlegen. Tja, das machen wir. Ich tippe trotzdem Freiburg auf Sieg. Erst wollte ich Holstein Kiel auf Sieg tippen, aber ich glaube, je mehr ich darüber rede, desto mehr glaube ich, dass Freiburg da was holt. Ein knappes, je nachdem wie es läuft, wenn die Freiburger früh in Führung gehen, glaube ich, dann könnte das für Kiel auch schon den Abstieg bedeuten. Wenn Heidenheim gleichzeitig bei Union nichts holt, ne? Oder was holt. Ein Sieg, dann wäre halt Holstein Kiel und Bochum abgestiegen. Ja, das züngt dann an der Waage, kommen wir gleich noch zu. Ich tippe jetzt immer ein 3:1. Ich schätze Freiburg da ein bisschen stärker ein. Die wollen in die Champions League, wollen jetzt auch dann am letzten Spieltag gegen Frankfurt nochmal alles raushauen. Aber in dem Duell, glaube ich, da werden sie die Nase vorne haben. Dann haben wir ein direktes Duell um Europa. Bremen, Europa League, Conference League vielleicht. Leipzig will in die Champions League. Bremen hat bei Union 2:2 gespielt, haben stark begonnen, haben schnell und früh 2:0 geführt. Ja, und dann hat Union das Ding irgendwie wieder aufgeholt. Weiß niemand wie, aber dann noch ein Traumtor zum Schluss von Benesch, glaube ich, ne? Hat er schön mit links in den Winkel gezimmert, schön unter den Giebel. Und Leipzig hat die Bayern zu Hause fast am Rande der Niederlage gehabt, hätten fast da die Meisterschaftsfeier mitbekommen auf dem Platz. Haben dann noch in letzter Sekunde durch Yusuf Poulsen das 3:3 gemacht. Also auch da ein wildes Spiel. Die Leipziger werden hoffentlich nicht in die Champions League einziehen. Das wäre noch ein Traum, wenn die von Dortmund überholt werden würden. Dann hätten wir mit Bayern, Leverkusen, Frankfurt und Dortmund, wenn es soweit am Ende der Saison sein sollte, eigentlich ein relativ starkes Feld. Wir haben ja nur 4 Mannschaften, weil wir den zusätzlichen 5. Champions League Platz diese Saison nicht kriegen. Den kriegen die Engländer und die Spanier, bin ich der Meinung. Tja, ich würde Bremen Sieg gönnen. Also auch letztes Heimspiel. Die wollen auch nochmal alles zeigen. Leipzig ist wahrscheinlich auch die letzte Chance, je nachdem wie Freiburg und Dortmund spielen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Oder auch ein Unentschieden. Ich habe noch keinen Unentschieden. Ich glaube, Bremen-Leipzig wird mein erstes Unentschieden. Mal gucken, ob es überhaupt eins wird. Knappes 1:1, weil es für beide um viel geht. Vielleicht aber auch, weil es für beide um viel geht. Visier runtergeklappt.
Beide Vollgas nach vorne, Verteidigung gibt es nicht, das Mittelfeld wird überbrückt. Gibt vielleicht ein sehr torreiches Spiel, aber ich tippe mal ein 1:1. Bochum gegen Mainz, da geht es auch für beide Teams noch darum, ja, ihre Ziele zu erreichen. Wahrscheinlich die letzte Chance für beide, gerade auch für Bochum. Die haben halt letzte Woche in Heidenheim 0-0 gespielt, war ein sehr ausgeglichenes Spiel trotzdem. Chancen auf beiden Seiten, dann natürlich die schweren Verletzungen, muss man dazu sagen, von Hofmann, der irgendwie, das ist im Nachhinein erst festgestellt worden, irgendwie hat sich eine Rippe in den Lungenflügel reingebohrt oder war so ein bisschen drin, muss natürlich dann direkt operiert werden. Müller auf der anderen Seite hat es natürlich noch ein bisschen schlimmer erwischt, der hat eine Gehirnerschütterung, musste erstmal 10 Minuten lang behandelt werden, das waren nicht so schöne Szenen. Und Mainz hat zu Hause gegen Frankfurt 1:1 gespielt. Haben auch jetzt zurückgelegen, dann durch Johnny Burka, was für ein Murmeltor einfach angeschossen worden von Christensen. Und die haben halt auch noch Chancen, ich glaube, die Champions League nicht mehr, Europa League ist halt auch noch drin. Und von daher ist es für Bochum, geht es da ein bisschen mehr drum. Ja? Es geht um den Klassenverbleib. Wenn die Bochumer das nicht gewinnen sollten, dann sind sie, glaube ich, abgestiegen, auch rechnerisch, ne? Egal, was Heidenheim macht. Also wenn Heidenheim gewinnt, sind sie, glaube ich, eher abgestiegen, rechnerisch. Aber wir gehen mal davon aus, dass Bochum das nicht schafft. Da müsste schon sehr viel hätte und wenn und Fahrradkette mit dazukommen. Aber ich glaube trotzdem zu Hause vielleicht nochmal ein Sieg zum Abschluss. Schwierig. Da wird auch ganz viel Druck auf dem Kessel sein. Noch mehr Druck als gegen Heidenheim. Und ob die Spieler damit dann zurechtkommen, schwierig. Ich glaube es nicht. Ich mache Mainz mal auf Sieg, weil ich glaube, die Bochumer werden daran so ein bisschen zerbrechen, ein bisschen kaputt gehen und am Ende wird dann halt der nächste Abstieg aus der Bundesliga feststehen, was für mich eigentlich letzte Woche schon der Fall war, weil ich auch der Meinung war, dass die Heidenheimer machen werden, aber Chancen waren auf beiden Seiten und auch da, gerade wenn es noch an den letzten beiden Spieltagen um so viel geht, da könnte noch mal ein bisschen mehr Brisanz drin sein, aber ich tippe mal Mainz auf 2:0. Union gegen Heidenheim, weitere Mannschaft, die noch um den Klassenverbleib kämpft. Ob direkt oder Relegation, wird sich auch zeigen, was St. Pauli zum Beispiel am Wochenende macht in Frankfurt, wenn die nämlich da nicht gewinnen sollten. Heidenheim gewinnt, dann geht es wahrscheinlich auch noch um den direkten Verbleib am letzten Spieltag. Union, gerade schon erwähnt, gegen Bremen zu Hause 2:2 gespielt, die haben 2:0 Rückstand aufgeholt, haben sich unter Baumgart stabilisiert, werden also nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Jetzt geht es halt darum, keine Wettbewerbsverzerrung hier zu machen, nicht in den Wettbewerb einzugreifen, sollen trotzdem noch 100% geben, werden sie auch machen, da gehe ich mal von aus. Ja, und Heidenheim, gerade schon mal erwähnt, ist mit Müller natürlich einen schweren Verlust. Da rückt der Fußball total in den Hintergrund, also wenn das ganze Stadion zwar Müller ruft und ihn immer dazu oder aufmuntert und ihm einfach bei ihm sein möchte, ihn unterstützen möchte, aber dann auch so eine Leere in so einem großen Stadion ist, das ist schon ein bisschen beängstigend, aber das war relativ schnell klar in den Wiederholungen, dass da was Ernsthaftes passiert ist, sehr schön. Der hat irgendwie einen an die Schläfe oder so bekommen, also hat eine richtige Gehirnerschütterung, ist dann mit dem Kopf auch noch auf dem Boden. Also ganz, ganz schlimme Szenen, da rückt wie gesagt der Fußball in den Hintergrund und auch an der Stelle nochmal gute Genesungswünsche an Müller, dass er den Heidenheimern möglichst in der Vorbereitung dann wieder zur Verfügung stehen wird und deswegen auch bei den Heidenheimern das gleiche wie in Bochum, die haben nicht ganz so den Druck, also die haben auch noch, selbst wenn sie verlieren sollten und Kiel gewinnt, haben sie glaube ich auch noch einen Punkt oder ich habe die Tabelle nicht im Kopf, müssen wir gleich nochmal gucken. Aber da würde ich Union tatsächlich auf Sieg machen, weil auch da habe ich so die Befürchtung, dass Heidenheim so ein bisschen unter diesem Druck eventuell zusammenbricht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Relegation wäre für die ein riesengroßer Erfolg trotzdem noch. Ich mache Union trotzdem auf Sieg. Keine Ahnung, 4:0, 4:1, 4:3, ich muss auch mal so ein wildes Ergebnis hier reinstreuen. Ich mache mal so ein 4:2. Ich muss mich das auch nächste Saison mal öfter trauen, weil wenn hier 4:4s am Start sind und 3:5 und 4:0 und so weiter und so fort, ich muss das mal öfter machen. Ob es dann am Ende klappt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, aber ich tippe Union auf einen Sieg und dann wird es unten im Tabellenkeller nochmal richtig, richtig heiß und richtig spannend, gerade am letzten Spieltag. Dann das letzte Topspiel für diese Saison ist ein schöner alter Klassiker, Bayern gegen Gladbach, die Bayern. Auch hier Gratulation an die 34. deutsche Meisterschaft. Dadurch, dass Leverkusen dann am Sonntag in Freiburg nicht gewonnen hat, war es dann halt auch klar. Harry Kane hat seinen ersten Titel auf dem Sofa. Bayern in Leipzig, wie gesagt, 3:3 gespielt. Haben den Rückstand aufgeholt. Ich glaube, Vincent Kompany hat nicht nur der Mannschaft den Ibiza-Flug abgesagt noch in der Halbzeit, sondern die richtig zur Sau gemacht. Dass er das kann, hat man unter anderem gesehen bei einem kleinen Ausschnitt, als er noch beim RSC Anderlecht Trainer war. Da ist er mal in der Kabine ganz schön krötsch geworden. Aber ihr seht, er kann auch anders. Ich glaube, dass Vincent Kompany trotzdem ein Gewinn ist für die Bayern, dass er nächste Saison dann wieder neu angreift mit seinen Spielern, die er vielleicht haben möchte, die er vielleicht bekommt.
Ja, und Gladbach zu Hause 4-4 gegen Hoffenheim. Wie gesagt, das kannst du nicht tippen. Das hätte vorher keine Sau hätte gesagt, jo, Gladbach, Hoffenheim 4-4. Torreichstes Spiel des Spieltags, 8 Tore. Ja, und die Gladbacher, für die wird es eventuell nicht ganz reichen für die europäischen Geschäfte, haben aber trotzdem eine gute Saison gespielt, wie ich finde. Also im Vergleich zur letzten Saison, wo sie auch bis zum Schluss noch um den Abstieg gespielt haben und den Klassenerhalt dann festgemacht haben. Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, sich punktuell verstärkt, denke ich, werden die auch nächstes Jahr wieder oben mitspielen um die internationalen Plätze. Ja, letztes Heimspiel von Thomas Müller im Trikot der Bayern. Von daher, ich glaube, das Stadion, was halt nicht gelesen, hätten sie 4 oder 5 Mal ausverkauft melden können. So viel Anfragen, so viel Ticketanfragen. Tja, also letztes Heimspiel von Thomas Müller. Wird ein siegreiches, gehe ich mal von aus. Und dann verabschiedet er sich von seinen eigenen Fans. Hat dann nochmal ein letztes Spiel in Hoffenheim. Ja, dann geht eine Ära von Thomas Müller zu Ende. Ich habe seine Anfänge natürlich klar mitbekommen. 2009, glaube ich, als er von Louis van Gaal zum ersten Mal nominiert wurde. Und viele, viele Meistertitel, Pokalsiege, Weltmeistertitel, Champions League-Siege später. Ja, mit über 500 Spielen für die Bayern, glaube ich, geht dann auch eine Karriere verdientermaßen zu Ende. Hätte vielleicht noch ein Jahr hinten dranhängen müssen da oder können. Da ist ja die Kommunikation mit Max Eber so ein bisschen schief gelaufen. Vielleicht spontan ergibt sich noch was, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Kapitel bei den Bayern beendet ist damit und die Bayern sich nochmal mit einem 2-0 gegen Gladbach verabschieden werden. Mit Thomas Müller und auch von den Heimspielen in dieser Saison. Am Sonntag geht es dann los um 3:30 mit Leverkusen gegen Dortmund. Auch die Leverkusener greifen nochmal ein in den Kampf um die Champions League gegen Dortmund ganz besonders. Leverkusen hat in Freiburg noch ein 2-2 geholt durch Wirtz und Jonathan Tah. 2 Spieler, die eventuell nächstes Jahr nicht mehr in Leverkusen spielen. Also Jonathan Tah ganz sicher, der wird ja gehen. Und Wirtz ist auf bestem Weg nach München, um dann mit Musiala und Michael Olise und Harry Kane wahrscheinlich die ganze Bundesliga kaputt zu schießen. Also Wirtz und Musiala, für mich persönlich, wenn es wirklich so zustande kommen sollte, gibt es nur Ex oder Hop. Also es gibt, glaube ich, da keine Grauzone. Entweder die zerschießen komplett und harmonieren so gut wie in der Nationalmannschaft. Oder, was ich persönlich auch nicht glaube, das geht völlig in die Hose und die beiden stehen sich ja selber im Weg. Wird, glaube ich, nicht so passieren. Ich glaube, die werden richtig gut harmonieren, wenn das denn dann am Ende soweit sein wird. Wirtz hat ja auch schon bekundigt bei Xabi Alonso, er möchte nur nach München, er möchte nicht zu Real, er möchte nicht zu Man City, er möchte wirklich nur, fernab was Xabi Alonso macht, nach München. Lassen wir uns mal überraschen. Dortmund hat Wolfsburg zu Hause 4-0 geschlagen, auch ganz souverän. Die reiten weiter auf der Erfolgswelle. Jetzt ist halt die Frage, in Leverkusen, ne? Führen sie es da fort? Leverkusen will sich jetzt auch nicht hängen lassen. Die wollen auch nochmal zum Abschluss der Saison das letzte Heimspiel gewinnen. Und ich gehe da mal mit Leverkusen mit. Ich glaube, die Serie der Dortmunder könnte zu Ende sein, weiß ich nicht. Ich mache da auch mal ein knappes 2-1, weil ich glaube gerade, dass Dortmund jetzt auch diesen Schwung mitnimmt. Die haben nichts zu verlieren. Also es hätte niemand damit gerechnet, dass die noch die Chance haben, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ich glaube, die haben mit die besten Karten. Wenn man auch mal Freiburg sieht, ja, die spielen ja gegen Frankfurt am letzten Spieltag noch. Das heißt, da nehmen sich die beiden die Punkte gegenseitig. Dortmund hat dann ein Heimspiel gegen Kiel, was sie aller Voraussicht nach gewinnen sollten, je nachdem, wie das gegen Holstein Kiel dann oder was Kiel gegen Freiburg macht, ob es für die dann halt auch noch um was geht oder nicht. Also sehr, sehr spannend. Leverkusen für mich knapp vor dem BVB, aber so wie Leverkusen die letzten Wochen gespielt hat, das kann auch locker ein Sieg für Dortmund werden. Lassen wir uns überraschen. Dann kommen wir zur Eintracht, die letzte Woche verpasst hat, gegen Mainz schon den Einzug in die Champions League klarzumachen. Hätten einfach nur gewinnen müssen. Haben dann leider nicht gut gespielt, besonders in Halbzeit 2. Zu passiv gewesen, meiner Meinung nach. Und von daher leider leichtfertig diesen Sieg vergeben. Genau, und St. Pauli hat zu Hause gegen Stuttgart verloren, haben den Keeper verloren durch Gelb-Rot. Und ja, haben dann knapp mit 1-0 verloren. Woltemade hat da das Tor gemacht. Ich glaube, die zweitwenigsten Gegentore. Sie haben es, glaube ich, bei Sky gesagt. Nach wie vor die zweit- oder drittwenigsten Gegentore. Richtig stark für einen Aufsteiger, haben aber vorne richtig wenig Tore geschossen. Jetzt mal überlegen, St. Pauli hätte einfach nur ein paar Tore mehr geschossen. Die wären auch locker im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass sie was mit dem europäischen Geschäft zu tun gehabt hätten, aber die hätten sich auch schon aller Sorgen entlegen können. Die sind jetzt auch noch nicht ganz gerettet. Da müsste aber auch ganz, ganz viel schief gehen. Und ich hoffe halt aus Sicht der Eintracht, dass sie das jetzt macht. Also, dass wir bitte kein Endspiel in Freiburg haben, wenn es auch um die Champions League geht. Weil ich glaube nicht, dass die Eintracht das irgendwie noch hinbekommt. Deswegen hoffe ich, vielleicht steht es ja auch schon vorher fest, wenn Dortmund den Leverkusen verliert, dass wir in der Champions League sind. Aber ansonsten müssen wir das einfach selber schaffen. Also wenn man zu Hause gegen St. Pauli, bei allem Respekt gegenüber St. Pauli, wenn man gegen St. Pauli zu Hause nicht gewinnt, dann hat man die Champions League auch nicht verdient. So, dann ist man selber schuld, dann spielt man halt nur
in der Europa League, was natürlich auch noch gut wäre, aber jetzt gerade in der Situation gilt nur die Champions League. Sonst würde man sich eine ganze Saison einfach am letzten Spieltag wieder kaputt machen. Ich tippe mal hier ein sehr souveränes 3:0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so souverän ist, weil auch da spielen eventuell noch, spielt einfach vielleicht auch die Angst so ein bisschen, aber die sollen gar nicht mit Angst reingehen. Einfach mit Selbstvertrauen, breite Brust, zack, man hat Leipzig zu Hause geschlagen, man ist bis ins Viertelfinale der Euroleague gekommen, man hat gegen Bayern zu Hause 3-3, man hat so viele geile Spiele gemacht in der Saison. Und wenn man das jetzt ausgerechnet zu Hause gegen St. Pauli oder womöglich noch in Freiburg dann noch fallen lässt, die Champions League, ich glaube, dann werden sie es nie über die Liga schaffen. Dann müssen sie halt wieder die Europa League gewinnen. Keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Eintracht in die Champions League einziehen wird. Ob sie so deutlich gegen St. Pauli gewinnen, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es natürlich, dann ist es für uns alle ein bisschen entspannter, für uns Fans. Aber ich hoffe am Ende, dass wir dann, in der Champions League sein werden. Und das letzte Spiel ist nochmal, auch ein sehr brisantes Duell. Stuttgart gegen Augsburg, da dürfte es auch um nicht mehr viel gehen. Die haben, glaube ich, rechnerisch noch Chancen, sich auch für die Conference League zumindest zu qualifizieren, die Stuttgarter, aber da muss halt auch viel zusammenkommen. Die haben auf St. Pauli gewonnen, 1:0, knappes Ding. Woltemade hat, glaube ich, einen Elfmeter verschossen, dann hat er noch selber eins gemacht. Wie gesagt, auf St. Pauli zu spielen und zu gewinnen ist immer schwer, oder ist halt schwer. Ja, da haben sich auch viele andere Mannschaften in der Saison schwer getan. Augsburg hat zu Hause gegen Kiel verloren. Mit 1:3, auch sehr überraschend. Gerade auch in der Höhe. Ich hätte gedacht, dass Augsburg das zu Hause macht. Gerade weil sie auch nochmal oben dran bleiben wollten. Haben dann aber auch die letzten Spiele nicht so geliefert. Und deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Gibt es da einen Auswärtssieg? Habe ich überhaupt einen Auswärtssieg? Ja, Mainz in Bochum habe ich und Freiburg in Kiel. Dann mache ich da nochmal einen Unentschieden zum Schluss. Weil halt auch beide Mannschaften wollen. Beide können vielleicht nicht so recht. Bei manchen ist vielleicht auch schon die Luft raus. Aber vielleicht wird das auch wieder ein torreiches Spiel. Keine Ahnung, ich mache hier auch mal ein torreiches Spiel. Ich mache mal hier ein 2:2. Speichert die Tipps, wir gucken auf die Tabelle und da gucken wir hier auch bei uns auf die Tippübersicht, weil da geht es auch so langsam um die Wurst, sagen wir es mal so. So Freunde, das ist die Tabelle, 2 Spieltage vor Schluss, wir sehen also oben die Bayern, das ist alles klar, Leverkusen ist Vizemeister, dann die Eintracht, 4 Punkte Vorsprung vor Freiburg, heißt also, wobei wir müssen ja nur auf Dortmund gucken, sollte Dortmund nicht gewinnen in Leverkusen, sind wir in der Champions League. Da kann Leipzig machen, was sie wollen. Da kann Freiburg auch machen, was sie wollen, dann sind wir auf jeden Fall in der Champions League. Wir müssen also auf Dortmund gucken. Wenn Dortmund das nicht gewinnt, dann sind wir in der Champions League. Selbst wenn Leipzig jetzt noch die beiden Spiele gewinnt, wir haben aber um 14 Tore das bessere Torverhältnis. Da sollte nichts mehr schief gehen. Also müssen wir hoffen, dass Dortmund nicht gewinnt. Dann ist die Eintracht, auch wenn sie selber nicht gewinnt, in der Champions League. So, dann haben wir Leipzig. Mainz auf Platz 7. Ich glaube, Platz 7 ist noch für die Conference League, ist 5 und 6 für die Europa League oder nur Platz 5. Weiß ich nicht. Wie ist das, wenn Stuttgart den DFB-Pokal gewinnt? Also gehen wir mal von aus, Platz 7 ist noch für die Conference League. Dann haben wir mit Mainz, Bremen, Gladbach, Stuttgart ist auch noch mit dabei. Augsburg ist auch noch mit dabei. Wolfsburg nicht mehr. Aber hier von Platz 11 bis Platz 3 kannst du mitnehmen. Steht noch nicht fest, welche Mannschaft in welchem Wettbewerb spielt. Hätte ich auch am Anfang der Saison nicht gedacht. So, und dann ganz wichtig unten. Ja, seht euch das an. Wenn Heidenheim gewinnt, die haben sogar nur 1 Punkt Unterschied. Ich dachte die ganze Zeit, die haben 3 Punkte Unterschied. Aber nein. Wenn Kiel nämlich gewinnen sollte, oder? Ach, guck mal, die haben sogar beide minus 27. Aber Holstein Kiel hat mehr Tore geschossen. Also würde Holstein Kiel, wenn die punktgleich wären, wäre Holstein Kiel 16. und hätte dann am letzten Spieltag in Dortmund alles in der eigenen Hand, sich Platz 16 zu sichern. Bochum muss gewinnen, sonst sind sie weg. Das werden sie auch, obwohl die haben auch nur minus 33. Also da kann sich noch ganz viel hin und her rücken. Am spannendsten für den neutralen Zuschauer wäre, wenn Bochum gewinnt und Heidenheim und Kiel verlieren. So, dann haben wir einen schönen Dreikampf um den Direktabstieg und um den Relegationsplatz. Hoffenheim, St. Pauli, könnten auch noch theoretisch absteigen oder auf Platz 16 maximal kommen, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nach wie vor, dass die 3 Mannschaften die letzten 3 Plätze unter sich ausmachen. Jetzt gucken wir nochmal bei uns kurz auf die Tippübersicht. Und dann, Spieltag 33, so sieht's aus. Also Musiklo und Hegebusch sind beide mit 403 Punkten auf Platz 1. Vielleicht gibt es am Ende sogar einen geteilten ersten Platz, was ich nicht glaube. Es wird einen Sieger geben. Da gehe ich mal von aus. Dann haben wir noch Ras, Prinz Poldi, It Olise und SGE Sascha. Cem würde ich vielleicht auch noch mit dazu tun. Tja, es wird spannend. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Wer holt sich am Ende die 50 Euro? Ich glaube auch hier die ersten 6 oder 7, die machen es unter sich aus. Ich bin auf Platz 38. Habe trotzdem auch eine gute Kick-Tipp-Saison getippt. Manchmal auch totalen Humbug getippt. Manchmal habe ich versucht, auf mein Bauchgefühl zu hören, aber oftmals ging das halt auch leider schief. Schauen wir jetzt zum Abschluss nochmal auf den letzten Spieltag. Wenn das wirklich alles so kommen sollte, wie ich das gerade gesagt habe, dann haben wir wirklich
viele spannende Konstellationen. Wir haben Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Da wird es für beide, denke ich, noch darum gehen, für welchen Wettbewerb sie sich qualifizieren. Stuttgart hat eine Woche später die Chance, das übers Pokalfinale zu schaffen. Hoffenheim gegen Bayern wird wahrscheinlich auch nicht mehr um viel gehen oder wird es um nichts mehr gehen. Letztes Spiel von Thomas Müller wird nochmal emotional, glaube ich. Dann Dortmund gegen Kiel, Champions League gegen Abstieg, St. Pauli gegen Bochum. Je nachdem, wie St. Pauli in Frankfurt gespielt hat oder wie Bochum zu Hause gespielt hat gegen Mainz. Vielleicht sind die auch schon rechnerisch abgestiegen. Gladbach gegen Wolfsburg. Geht es vielleicht für Gladbach noch um was. Freiburg, Frankfurt, da geht es um die Champions League oder auch um die Europa League. Heidenheim, Bremen, das ist Abstiegskampf gegen Europa. Hoffnung, Mainz, Leverkusen. Ist auch nochmal ein Kampf um Europa. Gerade Mainz, ne, und Augsburg gegen Union. Ist, glaube ich, so das einzige Spiel, wo es eventuell um nichts mehr gehen würde. Das sehen wir aber alles nächste Woche, wenn es die letzten Tipps gibt zu Spieltag 34. Dann gibt es auch zeitnah die Auflösung. Da mache ich eine Reaction. Ich glaube, meine erste Reaction auf diesem Kanal zu meinem Tippvideo, was ich letzte Saison gemacht habe, zu meiner Bundesliga-Prognose. Da freue ich mich schon sehr drauf. Schaltet auf jeden Fall ein. Ja, schaltet einfach mal einen netten Kommentar, was ihr so denkt. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League, Europa League? Wer sichert sich das am letzten Spieltag? Und dann gibt es natürlich auch die Auflösung hier. Ich glaube, das haben wir direkt dann nach dem 34. Spieltag. Ne? Dann küren wir den Sieger. Und dann war es auch schon wieder. Die Kick-Tipp-Saison ist dann schon wieder vorbei. Wenn ihr jetzt erst dazugeschaltet habt, ja, kann ja sein, dass ihr jetzt erst in der Woche oder in den letzten Spieltagen mit dazugekommen seid. Ich mache natürlich auch nächste Saison wieder so eine Kick-Tipp-Runde. Wenn ihr mit dabei sein wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Dann gibt es auch bald das Infovideo für die nächste Saison. Wie und was und wie das ja alles stattfinden wird. Ich habe auch vor, das grafisch ein bisschen anders aufzuarbeiten, nicht mehr mit dieser runden Facecam. Da bin ich gerade noch ein bisschen am Überlegen. Also macht's gut, schönes Wochenende, bleibt gesund, genießt die Sonnenstrahlen da, wo ihr Sonne habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit den letzten Tipps wieder. Zum letzten Spieltag, Spieltag 34 der Saison 24/25. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.